Geschirrspülmaschine, Krankenhauszimmer, Fußballmannschaftskapitän. Lange Wörter, einfache Grammatik, Komposita. Unser Thema. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute lernen wir Komposita. Grammatisch sehr, sehr einfach und für die Praxis ist es eigentlich sehr wertvoll. Also wir können das sehr gut benutzen. Wie machen wir Komposita und mit welchen Wörtern oder Wortarten können wir Komposita bilden? All das zeige ich dir wie immer mit voller Konzentration an der Tafel. Komposita und die Präpositionen und durch. Herzlich willkommen, wir starten. Komposita, was bedeutet das? Das ist ganz einfach zu beantworten. Also, du siehst, hier habe ich zwei Wörter, Haus und Tür, und dann haben wir Haustür. Und genau das ist unser Thema. Zum Beispiel Wasser plus Flasche, wir können sagen Wasserflasche. Wir können es auch noch länger und komplizierter machen. Familie, Versicherung und Karte ist dann Familienversicherungskarte. Und noch länger Kraftfahrhaftpflichtversicherung. Du siehst, es gibt keine Grenzen. Gut, aber wie machen wir das grammatisch und welche Möglichkeiten haben wir dabei? Das schauen wir uns jetzt an. Hier habe ich jetzt zwei Nomen und aus diesen zwei Nomen habe ich ein Wort kreiert, zusammengesetzt. Wichtig ist jetzt hier, welchen Artikel hat dieses neue Wort? Das ist auch ganz einfach zu erklären. Das letzte Wort im Kompositum, also in diesem Wort, entscheidet über den Artikel. In dem Fall Ring ist das letzte Wort und ich muss Artikel vom Ring nehmen. In diesem Fall haben wir dann der Ohrring. Nicht vergessen, immer das letzte Wort entscheidet über den Artikel. Gut, machen wir weitere Beispiele. Auch hier siehst du, dass wir zwei Wörter haben und daraus ein Wort gebildet haben. Das zweite bzw. das letzte Wort ist Tür und Artikel von Tür ist die, also die Haustür. Gut, schreiben wir die Haustür. Du siehst, bis jetzt haben wir immer Nomen plus Nomenbildungen gemacht und jetzt schauen wir noch andere Möglichkeiten an. Wir können auch ein Kompositum mit einem Verb und Nomen zusammensetzen. Also, du siehst, warten ist ein Verb, das Zimmer ist ein Nomen und zusammengesetzt ist es dann Wartezimmer. Auch hier ist es wichtig, dass das letzte Wort immer den Artikel bestimmt, also in dem Fall das Zimmer. Gut, schreiben wir das Wartezimmer. Machen wir weiter. Laufen ist ein Verb, Nomen die Schuhe. Und hier habe ich jetzt Laufschuhe und Artikel von Schuhe ist die. Schreiben wir die Laufschuhe. Das ist auch die wichtigste und einfachste Grammatik, die es eigentlich gibt, aber gut zu wissen, oder? Wir machen weiter. Auch mit Adjektiven und Nomen können wir Kompositum machen. Also, du siehst alt und Papier, Nomen. Zusammen Altpapier und hier ist mein letztes Wort das, in dem Fall das Altpapier. Machen wir weiter. Rot und der Wein, also der Rotwein. Genau. Wir können auch mit Adverbien und Nomen ein Kompositum bilden. Also, hier haben wir links ein Adverb und die Kurve Nomen. Hier mein letztes Wort, die Linkskurve. Schreiben wir die. Machen wir weiter. Nicht ist ein Adverb, der Raucher Nomen.
Nichtraucher. Raucher, der Nichtraucher. Genau, so bilden wir ganz einfach neue Wörter. Komposita ist auch ein gutes Element, um Sachen oder Objekte näher zu beschreiben. Du siehst, ich habe hier die Brille. Ich kann daraus viele Wörter kreieren, also zusammensetzen. Also die Sonnenbrille, die Lesebrille, die Skibrille, die Schutzbrille und die Schwimmbrille. Wir können es auch aber komplizierter machen. Hier kommt unser berühmtes Superkompositum. Donaudampfschifffahrtgesellschaftskapitän. Das ist auch deine Hausaufgabe. Lerne das und dann hast du Komposita 100% drauf. Das war's auch schon zum Thema Komposita. Also es ist wichtig, mit Komposita können wir sehr kreativ neue Wörter kreieren, also bilden. Und wir haben sehr, sehr viele Kompositas in der deutschen Sprache. Jetzt machen wir noch mit zwei wichtigen Präpositionen weiter. Gut, machen wir weiter mit den Präpositionen und durch. Hier habe ich versucht, die Präposition ein bisschen bildlich darzustellen. Also und durch. Zum Beispiel haben wir hier eine Stadt, ja, oder ein Park und bedeutet ganz einfach ja. Ich fahre die Stadt zum Beispiel. Und durch ist ganz einfach zu erklären. Auch hier habe ich zum Beispiel eine Stadt und durch bedeutet, ich fahre durch die Stadt. Ich glaube, das hast du gut verstanden. Wir machen mit der Grammatik weiter. Jetzt kommt die wichtige Info. Und durch brauchen immer einen Akkusativ. Also, das darfst du nicht vergessen, ja? Jetzt machen wir ein paar Beispiele damit du das gut verstehst. Ich fliege um die Welt. Gut. Also, wir haben gelernt, dass immer Akkusativ braucht. Die Welt ist Nominativ, aber ich brauche Akkusativ und hier ist auch die. So einfach. Machen wir weiter. Der Zug fährt durch den Tunnel. Durch braucht immer einen Akkusativ, ja? Aber Nominativ der Tunnel, also der Nominativ und den Akkusativ. Deshalb haben wir hier durch den Tunnel. Nicht vergessen, und durch brauchen immer Akkusativ. Stopp, 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 stopp. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Machen wir weitere Beispiele. Das Auto fährt durch Innenstadt. Nominativ die Innenstadt. Ich brauche Akkusativ, ist auch die. Also schreiben wir durch die Innenstadt. Als zweites, die Kinder laufen Tisch. Nominativ der Tisch, also der Tisch, aber ich brauche Akkusativ. In dem Fall schreiben wir den Tisch. Genau, so einfach. Und als letztes, ich sehe durch Fenster. Das Fenster, Nominativ, aber ich brauche Akkusativ und das ist auch das. Also durch das Fenster. So einfach. Nicht vergessen,
und durch brauchen immer Akkusativ. So, da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier einen Stopp machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie dir gerne. So, in diesem Video haben wir jetzt zwei wichtige, aber grammatisch einfache Themen gelernt. Ich hoffe, dass ich dir ein Stück weiterhelfen konnte. Falls du Fragen hast, schreibe deine Fragen unten in die Kommentare und mache bitte deine Hausaufgabe, wie immer. Und lerne jeden Tag Deutsch. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.